Ja, det har varit jätteroligt att spela den, så att det känns väldigt skönt att den kommer ut nu. Agneta und Björn von ABBA haben ein exquisites Musikmärchen geschrieben. Sie führten eine der erfolgreichsten Musikgruppen der Geschichte an und verkauften weltweit rund 385 Millionen Alben. Nach ihrer Heirat im Jahr 1971 ging es mit ihrer beruflichen Karriere steil bergauf. Ihre persönliche Beziehung verschlechterte sich langsam hinter den Kulissen. Ihre 7-jährige Ehe war erfolgreich, endete aber 1979 abrupt, als ABBA auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs war. Die Medien schilderten es als glückliche Scheidung, aber die Realität sah anders aus. Agneta musste sich schließlich in Behandlung begeben, um damit fertig zu werden, obwohl Björn kaum eine Woche nach der Trennung eine neue Beziehung begann. Ihre persönlichen Probleme beeinflussten ABBAs kreativen Prozess und trugen dazu bei, dass sich die Band 1982 auflöste. Glauben Sie, dass die Arbeit in der Öffentlichkeit mit Ihrem Partner Ihre Beziehung stärkt oder schwächt? Kommentar 1 für Stärker, 0 für zerrissen. Seht weiter zu, wie wir die wahre Geschichte von ABBAs goldenem Paar enthüllen und den Moment, der alles ruinierte. Das Märchen beginnt, wie sich Agneta und Björn kennenlernten. Lange bevor sie eine Hälfte des berühmtesten Popquartetts der Welt waren, machten sich Agneta Fältskog und Björn Ulvaeus einen Namen in der schwedischen Musikszene. Ihre Begegnung war der Beginn einer persönlichen und beruflichen Zusammenarbeit, die die Popmusik für immer veränderte. Die Wege von Agneta Fältskog und Björn Ulvaeus kreuzten sich 1968, als Agneta nach Stockholm umzog, um ihre Ziele als Solomusikerin zu verfolgen. Sie wurde am 5. April 1950 in Jönköping, Schweden, geboren und begann ihre musikalische Karriere in einer lokalen Tanzband unter der Leitung von Bernd Enghardt. Die Band schickte ein Demoband an Carl-Gerhard Lundqvist, der ihre hervorragenden gesanglichen Fähigkeiten erkannte. Lundqvist wusste, dass sie eine Berühmtheit werden würde. Er suchte sorgfältig nach der jungen Sängerin, bevor er sie nach Stockholm holte, um 2 ihrer Lieder aufzunehmen. Als Agneta erst 18 Jahre alt war, erreichte ihr selbstgeschriebener Song die Spitze der schwedischen Charts und verkaufte sich über 80.000 Mal. Eine Chance, die ihr Leben veränderte. Björn Ulvaeus hatte sich bereits als Mitglied der Hootenanny Singers, eines bekannten Folkensembles, einen Namen gemacht. Er war 5 Jahre älter als Agneta und hatte sich bereits in der schwedischen Musikszene etabliert, bevor er sie kennenlernte. Ihre erste Begegnung wird in verschiedenen Berichten unterschiedlich beschrieben. In den meisten Berichten wird behauptet, dass sie sich 1968 kennengelernt haben. Einige schreiben das Treffen jedoch einer schwedischen Fernsehsendung im Mai 1969 zu. 1969 trafen sie sich wieder. Und zwar bei einer Gedenkveranstaltung für den schwedischen Komponisten Jules Sylvain. Agneta und Björn fühlten sich sofort zueinander hingezogen. Sie kamen aus unterschiedlichen musikalischen Welten. Agneta verehrte Connie Francis und schrieb Lieder im Schlagerstil, während Björn aus der Volksmusik kam, aber ihre gemeinsame Liebe zur Musik brachte sie zusammen. Agneta, eine schüchterne 19-Jährige mit engelhafter Schönheit, und Björn, 24, verliebten sich sofort ineinander. Ihre Freundschaft wuchs über das körperliche Verlangen hinaus, als sie die musikalische Leidenschaft des anderen erkannten. Agneta zeichnete sich dadurch aus, dass sie ihre eigenen Lieder schrieb, was in den 1960er Jahren nur wenige Sängerinnen taten. Zwischen 1968 und 1971 veröffentlichte sie 4 Soloalben, mit denen sie mehrmals die Spitze der schwedischen Charts erreichte und ihr Können als Sängerin und Songschreiberin unter Beweis stellte. Ihre sich entwickelnde Liebe vermischte sich schnell mit ihrem Berufsleben.
Sie halfen sich gegenseitig bei ihren Aufnahmesessions. Benny Andersson und Annifried Lyngstad, die später zu ABBA wurden, lieferten Hintergrundgesang auf Agnetas drittem Studioalbum Somjak Air As I Am, das 1970 erschien. Ihr zweijähriges Werben gipfelte in der Heirat am 6. Juli 1971 im Dorf Verum. Benny Andersson spielte bei ihrer Hochzeit die Orgel, eine musikalische Note, die ihre Zukunft vorwegnahm. Dieser Zusammenschluss festigte ihre persönliche Verbundenheit und legte den Grundstein für eine der erfolgreichsten musikalischen Kooperationen der Geschichte. In dieser Zeit knüpften die zukünftigen ABBA-Mitglieder Kontakte, die zur Gründung der Gruppe führen sollten. Agneta lernte Annifried Lyngstad und Benny Andersson kennen, die zuvor mit Björn Lieder geschrieben hatten, und legte damit den Grundstein für ABBA. Die 4 Musiker arbeiteten an verschiedenen Projekten zusammen, ohne langfristige Pläne zu haben. Sie nannten sich Festfolke, schwedisch für die Verlobten, was wie Festfolket oder das Partyvolk klang, und sahen es als ein Nebenprojekt. ABBA's Name, der unverwechselbare Sound und der Eurovisionsruhm kamen später. Der märchenhafte Anfang von Agneta und Björn ist mehr als nur eine Liebesgeschichte. Er läutet die Geburt einer weltweiten musikalischen Sensation ein. Ihre Verbindung führte zu einer kreativen Partnerschaft, die einige der denkwürdigsten Melodien der Popmusik hervorbrachte, obwohl ihre Beziehung in der Anfangsphase unerwartete Hürden zu überwinden hatte. Die Entstehung von ABBA als Privat- und Berufsleben verschmolzen. Agneta Fältskog und Björn Ulvaeus standen im Sommer 1971 vor einem Wendepunkt. Ihre persönliche Freundschaft verschmolz schnell zu einem der erfolgreichsten Duos der Musikgeschichte. Das Paar heiratete am 6. Juli 1971 in der malerischen Stadt Verum in Südschweden. Benny Andersson, Björns Songwriter-Kollege und zukünftiger Bandkollege, begleitete die Zeremonie musikalisch mit seinem Orgelspiel. Dieser musikalische Aspekt deutete auf die bevorstehende kreative Zusammenarbeit hin. Ihr Hochzeitstag war voller denkwürdiger Momente. Auf Schloss Vizieuhus fand ein Empfang für etwa 40 Gäste statt. Agneta war an diesem Tag so aufgewühlt, dass sie während Teilen der Zeremonie kaum sprechen konnte. Eine 200 Meter lange Schlange begeisterter Fans versammelte sich vor der Kapelle, um einen Blick auf das Musikduo zu erhaschen. Der zukünftige ABBA-Manager Stig Anderson schenkte ihnen einen Radiowecker zur Hochzeit. Seine Botschaft war einfach. Sie sollten für ihre bevorstehende Aufgabe wissen, wann ihr morgens aufstehen müsst. Bennys Tanzgruppe trat bei der Veranstaltung auf, mit Sunny Girl von den Hep Stars. Björn sagte anschließend, wir wollten eine unvergessliche Hochzeit haben. Und das war der Fall. Nach der Hochzeit nahm ihr berufliches Leben Fahrt auf. Im Frühjahr 1972 nahmen sie People Need Love auf, das in Schweden ein Erfolg wurde. Die Band wurde dies offiziell 1972 gegründet, aber die musikalische Zusammenarbeit der 4 begann um 1970. Vor ABBA versuchten sie sich an einer Kabarettshow namens Festfolk, ein brillantes schwedisches Wortspiel, das sowohl verlobte Paare als auch Partygänger bedeutet. Der erste Versuch scheiterte, aber er legte den Grundstein für ihren späteren Erfolg. Der Erfolg stellte sich früh ein, als sie 1973 mit Ring Ring am Melodifestivalen schwedischer Eurovision Song Contest teilnahmen. Obwohl sie den 3. Platz belegten, wurden die Single und das Album zu den größten schwedischen Erfolgen des Jahres. Stig Andersson, der Schöpfer von Polar Music, war in diesen frühen Tagen maßgeblich beteiligt. Er machte Andersson und Ulvaeus eine gewagte Vorhersage: Eines Tages werdet ihr beide einen Song schreiben, der ein Welthit wird. Die Zeit sollte ihm recht geben. Das Leben als frisch verheiratetes Paar, das gleichzeitig eine Musikkarriere anstrebte, war für beide Paare mit einigen Hürden verbunden. Agneta hielt ihre persönliche Karriere am Laufen.
1960. In dem Jahr, in dem sie Björn heiratete, spielte sie Maria Magdalena in einer schwedischen Version von Andrew Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar. Privat- und Berufsleben vermischen sich häufig. Feldskog, Andersson und Ulvaeus tourten 1971 gemeinsam durch die schwedischen Folkparks. Ihre Ehefrauen begleiteten sie häufig zu den Aufnahmen und lieferten Hintergrundgesang für eine Vielzahl von Projekten. Romantik und Business bildeten eine einzigartige Kombination, die dazu beitrug, den frühen Charakter von ABBA zu etablieren. Jedes Mitglied brachte einzigartige Fähigkeiten ein. Agnetas und Friedas starker, sich ergänzender Gesang ergänzte Björns und Bennys Fähigkeiten als Songschreiber. Agneta und Björn verbrachten praktisch jeden Augenblick zusammen, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit. Mit zunehmender Berühmtheit wurde es immer schwieriger, ein geregeltes Familienleben aufrechtzuerhalten. Diese Anforderungen sollten sich schließlich auf ihre Beziehung auswirken. Aber zu diesem Zeitpunkt schienen solche Probleme noch in weiter Ferne zu liegen. Linda Ellen Ulvaeus, die Tochter des Paares, wurde im Februar 1973 geboren. Die Elternschaft fügt dem ohnehin schon komplizierten Leben von Ehe und Musik eine weitere Dimension hinzu. Abbas Stern stieg weiter und legte den Grundstein für ihre weltweite Erfolgsgeschichte, während sie gleichzeitig ihr Privatleben in einer Weise belasteten, die sie nicht vorhersehen konnten. Familienleben inmitten von Weltruhm. ABBA erlangte in den frühen 1970er Jahren internationalen Ruhm. Agneta Feldskog und Björn Ulvaeus standen vor einem ungewöhnlichen Problem. Sie mussten ein Gleichgewicht zwischen ihren schnell voranschreitenden Jobs und ihrem Wunsch, eine Familie zu gründen, finden. Während der berufliche Erfolg des Paares wuchs, veränderte sich ihr Privatleben dramatisch. Als Agneta und Björn ihr erstes Kind bekamen, befand sich ABBA noch im Anfangsstadium. Linda Ellen Ulvaeus wurde am 23. Februar 1973 im Krankenhaus von Danderyd, Schweden, geboren. Dieses euphorische Ereignis fand kurz vor ABBAs großem Durchbruch statt. Ein Jahr später gewann die Band mit ihrem Lied Waterloo den Eurovision Song Contest 1974. Agneta erinnert sich an diese Jahre als eine sehr schwierige Zeit. Wir bekamen unsere Tochter 73. Sie war also gerade ein Jahr alt. Als wir in Brighton gewannen, erzählte sie mir. Alles geschah zur gleichen Zeit. Aber ich glaube, das ist ein ganz normales Szenario. Man beginnt seinen Beruf und will gleichzeitig Mutter werden. Lindas Geburt erschwerte das ohnehin schon hektische Leben des Paares. Und Agneta hatte Mühe, ihre Rolle als Mutter mit ihren beruflichen Verpflichtungen zu vereinbaren. Es ist eine schwierige Zeit für mich, sagte sie über ihre ersten Jahre als Mutter. Agneta und Björn ließen ihre einjährige Tochter während ABBAs Eurovisionssieg 1974 zu Hause, was Björn als 14 oder 3 Wochen beschrieb. Die ganze Situation machte sie fassungslos. Als wir zurückkamen, kannte uns unser Kind nicht, sagte Björn. Das war eine schwierige Erfahrung, es war ein beängstigendes Szenario. Sie war noch sehr klein. Dieser Moment machte den wahren Preis ihrer zunehmenden Berühmtheit deutlich. Als ein Reporter Agneta nach der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Popstar-Sein fragte, sagte sie, ich glaube schon, es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die ständige Aufmerksamkeit und Anstrengung erfordert. Sie will mich und ABBA will das auch. Es ist schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Ing-Marie Halling, ABBAs Kostüm- und Maskenbildnerin, erklärte die gemeinsamen elterlichen Befürchtungen des Paares. Beide Eltern fliegen zusammen. When Agnetas mütterliche Instinkte verschlimmerten ihre Flugangst. Ich bin um die ganze Welt gereist und ich habe es nie geliebt. Und jetzt habe ich Angst davor, gab sie zu. Diese Angst verschlimmerte die Schwierigkeiten, als ABBAs Tourneeplan immer anspruchsvoller wurde. 4 Jahre nach Lindas Geburt
vergrößerte sich die Familie erneut, als am 4. Dezember 1977 Peter Christian Ulvaeus zur Welt kam, der auf dem Höhepunkt von ABBAs Weltruhm stand, was den Zeitdruck für das Paar noch erhöhte. Agneta fühlte sich stärker belastet, als sie versuchte, ihre Mutterschaft mit ABBAs vollem Terminkalender in Einklang zu bringen. Sie fühlte sich schuldig, weil sie so viele Zeit ohne ihre beiden kleinen Kinder, Linda und Peter, verbrachte, während die Band mit ihrem aufreibenden Tourplan um die Welt flog. Diese Gefühle trugen zu den wachsenden Spannungen in ihrer Ehe bei. Linda nahm 1981 im Alter von 8 Jahren mit Agneta den Song Nu tändas tusen juleljus auf und sang auch auf dem Comeback-Song ihrer Mutter von 2004, When You Walk in the Room, mit. Peter arbeitete mit Agneta an dem Album Kom följ med i vår karusell, als er 9 Jahre alt war, im Jahr 1987. Agneta erklärte später, für wie ABBA ihre kreative Arbeit behindert hat. Als ich meine Solo-Karriere begann, konnte ich schreiben. Während der ABBA-Jahre musste ich mich um 2 kleine Kinder kümmern und hatte viel Arbeit mit Reisen, Konzerten und Fernsehshows. Wenn wir etwas Freizeit hatten, wollte ich bei meinen Kindern sein. Die ersten Anzeichen von Ärger im Paradies. Trotz der makellosen Harmonien und des geschliffenen Images begann die Ehe von ABBA nach 7 Jahren rapide zu scheitern und zerbrach allmählich aufgrund des Drucks der Berühmtheit und ihrer Schwierigkeiten. Die Belastung durch die Berühmtheit wirkte sich auf ihre Beziehung aus. Als ABBAs Berühmtheit zunahm, wurde ihnen ein zermürbender Tourneeplan abverlangt. Nachdem einige Zeit vergangen war, bezeichnete Agneta die letzten Jahre ihrer Ehe als miserabel. Ihr Leben wurde von endlosen Reisen und Konzerten bestimmt, sodass sie nur wenig Zeit hatten, miteinander zu sprechen. Die Trennung von ihren kleinen Kindern, Linda und Peter, war eine schwierige Erfahrung für Agneta, die von Gewissensbissen geplagt war, weil sie die beiden in so jungen Jahren verlassen hatte. Es zeigte sich, dass Björn diese Gefühle nicht in gleichem Maße teilte und ihre unterschiedlichen Auffassungen von der Realität des Familienlebens führten zu einer Kluft zwischen ihnen. Durch das gute Image der Band waren sie gezwungen, auf der Bühne fröhlich aufzutreten, und weil sie ihre persönlichen Probleme verbergen mussten, wurde die Situation noch schlimmer. Mit jedem Tag, der verging, wurde die Kluft zwischen ihrer öffentlichen Identität und ihrer privaten Realität größer. Obwohl sie einander körperlich nahe blieben, erlebte das Paar eine seltsame Welt, in der sie sich emotional auseinanderlebten. Frida, die zweite Sängerin von ABBA, erinnerte sich an eine Situation, die der von Benny beschriebenen sehr ähnlich war. Es ging so weit, dass wir uns zwangen, jeden Abend auszugehen, weil wir es nicht ertragen konnten, zusammen allein zu Hause zu sein. Diese Aussage veranschaulicht, dass jedes der ABBA-Paare ähnliche Probleme hatte, die die Kommunikation und die Bindung erschwerten. Nachdem Björn über diese Zeit nachgedacht hatte, erklärte er, wir begannen uns einfach voneinander zu entfernen. Unsere Trennung war vor allem darauf zurückzuführen, dass wir unterschiedliche Lebensziele hatten, was mit der Entwicklung ihrer Karrieren immer deutlicher wurde. Ihre einmalige Romanze verwandelte sich schließlich in eine geschäftliche Verbindung, die durch die Verpflichtungen ihrer jeweiligen Berufe zusammengehalten wurde. Agneta hingegen musste sich mit der Tatsache abfinden, dass die Welt sie als das goldene Mädchen mit der kristallklaren Stimme betrachtete. Frida hingegen schien das Rampenlicht zu genießen. Agneta entdeckte jedoch, dass sie das Rampenlicht mied. Alles begann mit einem schrecklichen Flug, der während eines schweren Sturms stattfand, eine dieser Erfahrungen, die einen für den Rest des Lebens begleiten. Allein der Gedanke, ein Flugzeug zu besteigen, reichte aus, um ihr für den Rest ihres Lebens ein mulmiges Gefühl zu bereiten. Die körperliche und psychische Belastung der Teilnehmer steigt während der Reise deutlich an. Sie diente jedoch nicht nur dem Zweck des Fliegens. Umgekehrt begannen die Menschenmassen, die sie einst als Symbole des Erfolgs wahrgenommen hatte,
ihr einschüchternd zu erscheinen. Sie gab an, dass sie intensive und unangenehme Tagträume erlebte, in denen sie von Bewunderern umringt war, die jedoch gesichtslos und unaufhaltsam waren, so als ob sie komplett auffressen würden. Die Tagträume von Agneta waren intensiv und unangenehm. Im Laufe der Zeit kamen ihr die Schreie immer mehr wie eine mögliche Bedrohung vor. Je größer die Bühnen wurden, desto ängstlicher wurde sie, wenn sie auf ihnen auftreten sollte. Das, was eigentlich ein Erfolg sein sollte, entpuppte sich als Falle, und jeder Auftritt erforderte mehr Ausdauer als der vorherige. Es war nicht so, dass sie die Musik nicht schätzte. Sie gefiel ihr sogar, aber die Kosten, die damit verbunden waren, vor einem Millionenpublikum aufzutreten, ließen sie langsam, aber sicher zusammenbrechen. Sie fühlte sich zunehmend von sich selbst und von anderen Menschen getrennt, da der Abstand zwischen dem, was die Welt wollte, und dem, was sie liefern konnte, immer größer wurde. Noch nie in ihrem Leben fühlte sich Agneta mit Berühmtheiten wohl. Zunächst einmal bin ich ein sehr schüchterner Mensch, stellte sie laut fest. Ich war schon immer schüchtern. Sie hatte das Gefühl, dass sie immer mehr Anforderungen an sich selbst stellte, um besser und besser zu werden, was ihr das Auftreten erschwerte. Ihre begrenzten Englischkenntnisse führten dazu, dass sie sich von Interviews und anderen öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen fühlte. Obwohl Björn mit seiner Berühmtheit im Reinen zu sein schien, entfernte sie sich immer mehr von ihm. Sie empfand schreiende Fans als schreiend, kochend und hysterisch und zudem als potenziell gefährlich. Es war schwierig für sie, ihre glückliche Ehe sowohl auf als auch abseits der Bühne aufrechtzuerhalten, da Agneta ständig auf Reisen war, viele Lebensziele hatte und ihre Angstzustände zunahmen. Als Folge dieser Probleme trennten sich 1979 ihre Wege. The Breaking Point, was 1979 wirklich geschah. Die Ehe von Agneta und Björn, die mit einem Märchen verglichen wurde, ging im Winter 1979 in die Brüche und führte zur Scheidung des Paares. Aber hatten zu dieser Zeit einen beispiellosen Welterfolg erzielt. Ihr Privatleben vermittelte einen ganz anderen Eindruck. Irgendwann erreichten die Spannungen, die sich über Jahre hinweg aufgebaut hatten, eine Bruchstelle, die den Verlauf ihres Lebens unwiderruflich veränderte. Am Abend des Weihnachtsabends 1978 begann sich die Beziehung von Agneta und Björn zu verschlechtern, was einen wichtigen Wendepunkt im Prozess ihrer Trennung darstellte. Als Agnetas Ehe zu zerbrechen begann, erreichte sie schließlich einen Punkt, an dem sie das geistige und emotionale Elend, das sie damit verursachte, nicht mehr ertragen konnte. Agneta machte deutlich, dass sie etwas fühlte, als sie sagte, ich wollte den Schmerz dieser Beziehung nicht mehr fühlen. Nach dem Gespräch beschlossen sie, dass ihre Ehe dem Untergang geweiht war. Die B wurde von Björn eingesammelt. Nach einem über 2 Jahre andauernden Streit gab das Paar schließlich zu, dass es keinen Erfolg hatte. Agneta sagte, nachdem einige Zeit vergangen war, es ist ganz einfach. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Sie sagte, wenn man über alles redet und trotzdem nicht zueinander durchdringt, dann gibt es wirklich nichts mehr zwischen uns. Über den genauen Grund für ihre Trennung wurde fast unmittelbar nach der Bekanntgabe der Trennung spekuliert. Es gab Gerüchte, dass Björn bereits eine neue Freundin gefunden hatte, und sie begannen nur eine Woche nach der Trennung von Agneta zu kursieren. Als Björn mit Lena Kalasio, einer schwedischen Fernsehpersönlichkeit, die Agneta sehr ähnlich sah, zusammenkam, wurden diese Behauptungen noch ernsthafter, als sie es in der Vergangenheit in Bezug auf Agneta gewesen waren. Björn war der Meinung, dass Betrug nicht das Hauptproblem war, dass es zu lösen galt. In vielerlei Hinsicht haben Agneta und ich uns einvernehmlich scheiden lassen. Wir haben uns einfach auseinandergelebt und die Entscheidung getroffen, uns zu trennen, sagte er einige Jahre später. In vielerlei Hinsicht war unsere Scheidung eine einvernehmliche. In der Öffentlichkeit sprachen sie von einer glücklichen Scheidung,
Aber die Realität war weitaus komplizierter als das. Um ihre Ehe wiederherzustellen, suchten die beiden gemeinsam einen Psychiater auf. Dies war eine der Möglichkeiten, die sie dazu nutzten. Agneta schloss mit den Worten, denn wir wollten, dass ein Außenstehender uns ansieht, falls es etwas in unserer Beziehung geben sollte, das wir beide nicht sehen konnten. Im Laufe der Behandlung begannen sie zu erkennen, dass ihre Entscheidung, sich zu trennen, vernünftig war. Im Januar 1979 reichten sie die Scheidung ein, die im Juli 1980 vollzogen wurde. In ihrer 1997 erschienenen Autobiografie »So, wie ich bin« gab Agneta schließlich die Wahrheit preis. Wir haben den Medien immer gesagt, dass es eine angenehme Scheidung war, was natürlich nur eine Fassade war. Unter den Augen der Medien zeigte das Paar ein geschlossenes Gesicht. So etwas wie eine reibungslose Scheidung gibt es nicht. Vor allem nicht, wenn Kinder im Spiel sind. Die Trennung hatte besonders tiefe Auswirkungen auf Agneta. Sie fühlte sich durch das Ereignis verstümmelt und benötigte medizinische Hilfe, um sich zu erholen. Ihr Leiden wurde noch dadurch verschlimmert, dass Björn schnell mit einer anderen Person zusammenkam, was sie zwang, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Obwohl sie einen persönlichen Verlust erlitten hatten, beschlossen Agneta und Björn, weiterhin Mitglieder von ABBA zu sein. In einer Erzählung heißt es, dass dies für beide eine Erleichterung war und dass ABBA dadurch noch stärker wurde als zuvor. Die unmittelbaren Folgen ihrer Trennung. Der eklatante Unterschied zwischen dem öffentlichen Image von Agneta und Björn und ihrer privaten Realität wurde in den Tagen nach dem Ende ihrer Beziehung am ersten Weihnachtstag 1978 deutlich. Obwohl das geschiedene Paar hinter den Kulissen grundverschiedene emotionale Erfahrungen machte, lieferte die beliebteste Popgruppe der Welt im Laufe ihrer Karriere einen Hit nach dem anderen. Nur eine Woche nach seiner Scheidung von Agneta begann Björn eine Beziehung mit Lena Kalasio, einer schwedischen Fernsehpersönlichkeit, die seiner Ex-Frau verblüffend ähnlich sah. Lena Kalasio war eine Fernsehpersönlichkeit aus Schweden. Die Schnelligkeit, mit der sie eine neue Beziehung zueinander aufnahmen, überraschte Fans und Medienvertreter. Die Tatsache, dass er so schnell eine neue Beziehung einging, erweckte den Anschein, dass er seine Verbindung zu Agnetas Ehe emotional gelöst hatte, lange bevor das Paar seine Scheidung bekannt gab, was ihre öffentliche Darstellung einer einvernehmlichen Trennung in Frage stellte. Dies zeigte sich darin, dass er so oft in eine neue Beziehung wechselte. Der Wunsch von Björn, weiterzugehen, unterschied sich von Agnetas Erfahrung, die ganz anders war. Björns Wille, weiterzumachen, war ganz anders. Aufgrund der Trennung fühlte sie sich verstümmelt und zerfleischt. Aufgrund der Intensität der emotionalen Auswirkungen benötigte sie eine Behandlung, um das Trauma besser bewältigen zu können. In ihrer 1997 erschienenen Autobiografie As I Am enthüllte Agneta die Wahrheit hinter ihrer öffentlichen Fassade. Sie erklärte, wir haben den Medien immer gesagt, dass es eine glückliche Scheidung war, was natürlich nur eine Fassade war. So etwas wie eine reibungslose Scheidung gibt es nicht. Vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Ihre seelischen Wunden waren durch den plötzlichen Wechsel ihres Ex-Mannes zu einer neuen Liebe noch schwerer und sie brauchte einige Jahre, um sich von den erlittenen Wunden zu erholen. In einem Interview sagte sie, nachdem sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, vielleicht war ich eine Zeit lang eine Einsiedlerin. Das Einzige, was ich nach ABBA tun wollte, war mich auszuruhen und Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, da ich von der Erfahrung so erschöpft war. Obwohl sie innerlich aufgewühlt waren, beschlossen Agneta und Björn, weiterhin als ABBA zusammenzuarbeiten. Damit die Band jedoch ihren höchsten Grad an Weltruhm erreichen konnte, mussten sie ihre persönlichen Probleme beiseite schieben. Nachdem einige Zeit vergangen war, teilte Benny Andersson seine Gedanken über diese Zeit mit und sagte, es war keine glückliche Zeit, aber es war trotzdem sehr kreativ.
Als die späteren Songs der Band düsterere Themen und introspektivere Texte enthielten, begannen sie, ihren eigenen, persönlichen Kummer in die Musik, die sie für ABBA schufen, einfließen zu lassen. Aus Agneta The Winner Takes It All vortrug ein Lied, das Björn aus ihrer Sicht über ihre Scheidung geschrieben hatte, war dies eines der bewegendsten Beispiele. Björn hatte das Lied geschrieben. Inmitten dieser schwierigen Momente gelang es ihnen, ihr persönliches Leid in musikalische Größe umzusetzen und dabei eine unglaubliche professionelle Stärke an den Tag zu legen. Schmerz in Kunst verwandeln, The Winner Takes It All. Der Song, den viele für den emotionalsten Song halten, den ABBA je veröffentlicht hat, wurde als direkte Folge von Agnetas und Björns Scheidung im Jahr 1980 geschrieben. Die persönliche Tragödie, die sie erlebten, erwies sich als Sieg für ihre künstlerischen Bestrebungen. Für Björn Ulvaeus war es notwendig, Alkohol zu konsumieren, da er aufgrund des Scheiterns seiner Ehe schwierige Gefühle erlebte. Als er nach dem Entstehungsprozess von The Winner Takes It All befragt wurde, antwortete er: Ich war betrunken und der gesamte Text fiel mir in einem Gefühlsrausch innerhalb einer Stunde ein. Der augenblickliche Ausbruch kreativer Energie führte zur Entstehung eines Songs, der die Zeit überdauert hat. Es war nie Björns Absicht, den Eindruck zu erwecken, dass das Lied ihre Scheidung auf direkte Art und Weise beschreibt. Es ist vielmehr ein Werk der Fiktion. Ich kann behaupten, dass es in unserer Situation weder einen Gewinner noch einen Verlierer gab. Denn das ist das Einzige, was ich sagen kann. Der Text hingegen wurde von der Scheidung beeinflusst, wie er in seinem Statement zugab. Weder Agneta noch ich waren Gewinner in unserer Scheidung. Die Aufnahme eines Demos war das Erste, was Björn tat. Und es war etwas, das vielen Leuten gefiel. Fast unmittelbar danach kam er zu dem Schluss, dass es an Agneta gehen musste. Tränen stiegen ihr in die Augen, als sie seinen Text zu Ende las. Die Worte hatten eine tiefe Wirkung auf sie. Agneta stellte sich dieser emotionalen Barriere, die sie zu überwinden hatte, und akzeptierte sie. Es war fantastisch, diesen Song zu machen, weil ich so ein Gefühl hineinlegen konnte, sagte sie in ihrem Interview. Es war insgesamt eine tolle Erfahrung. Ich hatte keine Schwierigkeiten, es einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Musik schien nicht fehl am Platz zu sein. Es war eine ihrer kraftvollsten Gesangsdarbietungen und sie war in der Lage, die Qualen, die sie erlebte, mit ihrer Stimme zu vermitteln. Die Musik wurde schwerer und die Aufnahme war weniger fröhlich als zuvor. Agneta erinnert sich, dass etwas Schreckliches in der Luft lag und sie vergisst es nicht. Die Erzählung von Agneta und Björn war nicht das Einzige, was der Song vollständig zu vermitteln vermochte. Es war eine Mischung aus dem, was ich gefühlt habe und was Björn gefühlt hat. Aber auch aus dem, was Benny und Frida durchgemacht haben, erklärt Agneta weiter. Die emotionale Ehrlichkeit, die die beiden an den Tag legten, führte zu etwas, das völlig echt und aufrichtig war. Der Song The Winner Takes It All wurde 1999 in Großbritannien zum Lieblingssong der ABBA-Fans gewählt und hatte einen großen Einfluss auf das persönliche Leben der Bandmitglieder. Leben nach der Scheidung, wie sie vorankamen. Sowohl Agneta Faltskog als auch Björn Ulvaeus mussten nach ihrer Scheidung damit beginnen, ihr Leben neu zu ordnen, um ihrer Verantwortung als Eltern und Arbeitnehmer gerecht zu werden. Sie durchlebten eine Zeit des Übergangs von der Ehe zu einer freundschaftlichen Ex-Partnerschaft. Und jeder von ihnen ging auf unterschiedliche Weise mit seinen Gefühlen um. Linda und Peter, die Kinder des Paares, waren erst 6 bis 2 Jahre alt, als sich das Paar trennte, und sie trafen eine gemeinsame Erziehungsregelung, die ihre Kinder unterstützte. Agneta verriet später: Ich sehe Björn ab und zu, wenn die Kinder Geburtstag haben, aber er ist nach London gezogen und hat ein neues Leben begonnen. Ihre Kinder konnten ihre Stabilität auch nach dem Ende der Beziehung ihrer Eltern bewahren, weil Faltskog und Ulvaeus beschlossen, dass ihre zerrüttete Ehe ihre Verpflichtungen mit ABBA nicht erschweren würde.
Dies ermöglichte es ihren Kindern, weiterhin für sich selbst zu sorgen. Als Folge ihres beharrlichen Engagements konnte die Band auch nach dem Ende ihrer Ehe weiter spielen. Wir hörten auf, weil wir das Gefühl hatten, dass uns die Energie im Studio ausging, weil wir nicht mehr so vielen Spaß dabei hatten wie dieses Mal, verriet Björn weiter. Das Jahr 1982 markierte einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte der Band, als sie ankündigten, dass sie eine Pause von ihrer Beziehung einlegen würden. Sie beschlossen jedoch nie, ihre Partnerschaft offiziell zu beenden. Als Folge der Trennung war Agneta emotional verstört und musste nach dem Zusammenbruch behandelt werden. Wir haben den Medien ständig erzählt, dass es eine angenehme Scheidung war, was wir als Lüge empfanden. Natürlich wissen wir alle, dass es keine glücklichen Scheidungen gibt. Vor allem nicht, wenn Kinder involviert sind, sagte sie 1997 in ihrem Buch As I Am, das die Wahrheit hinter ihrem öffentlichen Image enthüllte. As I Am wurde 1997 veröffentlicht. Dank ihrer Teilnahme an der Therapie konnte sie diese schwierigen Gefühle verarbeiten und ihr Leben und ihre Karriere als allein arbeitende Künstlerin fortsetzen. Die Scheidung von Agneta und Björn war nicht wie die typische Scheidung eines prominenten Paares, obwohl ihre Ehe 7 Jahre lang dauerte. Ein erstaunliches Maß an Professionalität zeigt sich darin, dass sie auch nach dem Ende ihrer Beziehung weiter zusammenarbeiteten. Das Ergebnis dieser Hingabe war ein beträchtlicher Teil der stärksten Musik, die ABBA je produziert hat. Obwohl die Kinder für sie einen hohen Stellenwert hatten und sie bei Familientreffen ein herzliches Verhältnis zueinander pflegten, sahen sie sich mit tiefgreifenden emotionalen Problemen konfrontiert, die ihre Fähigkeit, beruflich zusammenzuarbeiten, auf die Probe stellten. In kurzer Zeit ging Björn eine neue Beziehung ein und Agneta musste sich in Behandlung begeben, um die psychischen Schäden, die sie erlitten hatte, wirksam zu bewältigen. Die Scheidung bedeutete nicht nur das Ende ihrer Ehe, sondern auch den Beginn des letzten Kapitels in der Geschichte von ABBA, was schließlich dazu führte, dass die Band im Jahre 1982 eine Pause einlegte. Lieder wie The Winner Takes It All sind Beispiele dafür, dass sich die Band immer wieder für ihren Beruf einsetzte und ihre Hingabe demonstrierte. Glaubst du, dass ABBAs beste Musik als Ergebnis oder trotz ihres Herzschmerzes entstanden ist? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wenn Ihnen dieser ausführliche Blick auf eine der berühmtesten Trennungen in der Popmusik gefallen hat, gefällt Ihnen das Video? Abonnieren Sie es und vergessen Sie nicht, die Glocke zu läuten, damit Sie keinen Beat der Musikgeschichte verpassen.